Einfach investieren in verschiedene Finanzprodukte an unterschiedlichen Handelsplätzen. Ab €1. Damit werben verschiedene Trading-Apps wie Finanzen.net, Zero, Scalable Broker, Trade Republic oder eToro. Was es bei diesen Trading-Apps zu beachten gilt, das weiß Simon Schöbel vom ARD-Finanzformat Your Money. Wenn man sich eine Trading-App holt oder beziehungsweise eine Trading-App bei verschiedenen Anbietern, dann sollte diese Trading-App generell auf jeden Fall kostenlos sein. Das ist normalerweise auch der Fall. Und dann natürlich auch wichtig, sie sollte möglichst gutes User-Interface haben. Das heißt, sie sollte einfach benutzerfreundlich sein. Und natürlich das Angebot, was auf dieser Trading-App handelbar ist, das sollte möglichst breit gefächert sein. Weil wenn ich eine breite Produktauswahl habe, dann kann ich mir natürlich auch die richtigen Produkte aussuchen. Bevor gehandelt werden kann, müssen Nutzerinnen und Nutzer sich registrieren und anschließend identifizieren. Dann noch Geld aufs App-Konto einzahlen und los geht's mit dem Aktienhandel. Generell kann man sagen, dass ein Aktienkauf heute fast schon zum Nulltarif passieren kann. Wenn man den Großteil der Trading-Apps auswählt, dann wird es bei den meisten Trading-Apps zwischen 1 bis 4 Euro kosten pro Aktienkauf. Gibt aber auch Sonderaktionen, wo das sogar gar nichts kostet. Gibt auf der anderen Seite natürlich auch Trading-Apps, wo es ein bisschen teurer ist. Aber wir reden da wirklich von sehr geringen Kosten. Zum Vergleich, ein Aktienkauf bei einer Direktbank wie der ING oder der Sparkasse kostet mindestens 4,90 Euro, zuzüglich Handelsplatzgebühren. Es gibt zwei Arten von Trading-Apps. Einmal Online-Banken. Es ist wirklich eine komplette Bank, die einfach online stattfindet und wo man auch ein Konto eröffnen kann, direkt bei dieser Bank. Und auf der anderen Seite die Neo-Broker. Die stellen wirklich quasi nur diese App her und diese Handelsplattform, auf der man dann handeln kann. Und das Konto wird aber bei einer anderen Bank verwahrt. Das heißt, man würde dann Geld überweisen und das Geld geht dann eigentlich zu einer anderen Bank, die aber im Auftrag dieses Neo-Brokers handelt. In den Trading-Apps kann man mit allen Finanzprodukten handeln, eigentlich, die der Kapitalmarkt so mit sich bringt. Das geht über Aktien und ETFs und Fonds auf der einen Seite, über Anleihen und Zertifikaten und Derivaten auf der anderen Seite. Aber man sollte natürlich nur in das investieren, was man auch wirklich versteht und kennt. Das heißt, es gibt ein sehr großes Angebot, aber nur ein Bruchteil ist wirklich sinnvoll für Privatanleger. Und was sind die Risiken? Einer der größten Vorteile von Trading-Apps ist, dass die Einstiegsbarrieren deutlich gesunken sind und das ist gleichzeitig auch das größte Risiko, dass ich natürlich jetzt als unbedarfter Privatanleger oder Privatanlegerin mit vielleicht nicht ganz so viel Know-how einfach auf die Idee komme, auch wegen diesen geringen Kosten viel Aktien zu kaufen, hin und her zu handeln und ständig meine Strategie ändere. Das verursacht geringe Kosten, aber vor allem wissen wir durch wissenschaftliche Analysen, dass dieses ständige Hin- und Herverkaufen oft dazu führt, dass man zu schlechten Zeitpunkten kauft und verkauft und einfach eine langfristige Strategie, ein sogenanntes Buy and Hold, einmal kaufen und ganz, ganz spät in der Zukunft verkaufen, deutlich sinnvoller und langfristig profitabler ist. Trading-Apps bieten viele Möglichkeiten, aber nicht alle Möglichkeiten führen zwangsläufig zu einem Vermögenszuwachs. Da hätte ich auch noch ein paar Fragen an Claudia Müller vom Female Finance Forum. Hallo Frau Müller, schön, dass Sie da sind. Hallo. Frau Müller, also für wen würden Sie denn sagen, sind Trading-Apps dann überhaupt geeignet? Ich würde sagen, Trading-Apps ermöglichen uns eben den schnellen Zugang zur Börse, wie wir es gerade auch gehört haben. Das heißt, idealerweise sollte ich wissen, was ich tue. Dann sind sie auch gar nicht problematisch, finde ich. Aber es ist ein bisschen vergleichbar wie zum Beispiel mit einem Sportwagen. Da sollte ich auch wissen, dass der einfach deutlich mehr PS auf die Straße bringt als ein normaler Kleinwagen vielleicht. Das heißt, wenn ich da einmal aufs Gas drücke, dann ist die Situation eine andere als bei dem normalen Auto. Und genauso sollte ich eben vorher wissen, was ich tue, wenn ich in so eine Trading-App gehe und verstehen, was ich eben an der Börse eigentlich mache. Was genau kann denn gefährlich werden? Also ich kann mich verzocken, oder? Genau, ich kann mich verzocken, ich kann im genau falschen Moment die Aktien verkaufen, die ich vorher mal gekauft hatte und dann eben Geld verlieren. Und tatsächlich kann ich gerade bei so Trading-Apps auch häufig noch in andere Produkte investieren, also beispielsweise in Hebelprodukte, wo ich dann tatsächlich nicht nur das eingesetzte Geld verlieren kann, sogar noch mehr als das und theoretisch auch dann komplett pleite sein. Oder auch Kryptowährungen oder dergleichen. Also es gibt auch Möglichkeiten, in die weniger regulierten Bereiche des Handelns zu gehen. Da muss ich aber ja nicht hin.
Da sollte ich mich einfach fernhalten. Gut, aber da würde ich natürlich hingelockt werden unter Umständen durch eine hohe Rendite, die da versprochen wird. Ne? Das klingt ja irgendwie so, wenn ein hohes Risiko dabei ist, dann wird ja erstmal damit gelockt. Und genau dann könnte das passieren, dass man sozusagen den Betrag, den man auf dieses Konto eingezahlt hat, tatsächlich nicht nur der verzockt ist, sondern auch noch mehr. Theoretisch geht das und das ist generell auch das Problem bei den Tradings-App oder die Gefahr, würde ich sagen. Denn die verdienen tendenziell Geld mit uns, wenn wir da eben aktiv traden, das heißt handeln, hin und her, schnell einsteigen, schnell wieder verkaufen und so weiter. Wenn ich das nicht mache, ist es gar kein Problem. Aber die verleiten mich dazu, das zu tun. Und das ist eben die große Gefahr dabei. Okay, also viel hin und her, sprich auch viel Einzelaktien handeln, verkaufen. Das bringt denen Geld. Genau. Und das ist das, was ich dann letztendlich auch vielleicht teuer bezahle, also im doppelten Sinne vielleicht sogar auch. Ne? Bei der Bank muss ich ja immer unterschreiben oder bei einem Finanzberater, dass ich das, was ich tue, verstanden habe, dass mir das erklärt worden ist. Ja. Muss ich da wahrscheinlich auch nicht, oder? Doch, tatsächlich müssen Sie auch so gewisse Sicherheitsvorkehrungen treffen, beziehungsweise eben diese Abfragen dort beantworten. Das ist der deutsche Verbraucherschutz, der da auch eingehalten werden muss. Allerdings können Sie da natürlich anklicken, was Sie wollen. Das heißt, Sie können auch behaupten, dass Sie bereits 15 Jahre Börsenerfahrung haben, obwohl Sie gerade vor 15 Minuten das erste Mal damit angefangen haben. Es gibt niemanden, der das überprüft. Also da sichern die sich einfach mit ab, aber ob ich es wirklich verstanden habe, ist eine ganz andere Frage. Ganz genau. Benutzen Sie selber so eine App? Darf ich das fragen? Dürfen Sie gerne. Ich benutze auch eine der Apps, die gerade dort vorgestellt worden sind, weil ich eben weiß, was ich tue. Das heißt, ich finde, das ist überhaupt nicht verwerflich. Ich habe auf der einen Seite mein ganz klassisches ETF-Portfolio, was ich bei einer klassischen Bank habe, und da läuft einfach meine Altersvorsorge. Und dann habe ich das kleine Depot, wo ich ein bisschen mehr Spaß habe. Das ist sozusagen der Sportwagen. Aber da habe ich auch eine ganz festgelegte Summe, ganz festgelegter Prozentsatz, damit ich überhaupt nicht auf die Idee komme, irgendwas zu verzocken, was da nicht hingehört. Das heißt, das ist wirklich separat und ich nutze einfach die positiven Seite, nämlich zum Beispiel die günstigen Gebühren, die schnelle Verfügbarkeit. Ich kann da viel leichter eben den Zugang haben. Wenn ich das Wissen habe, ist das überhaupt kein Problem. Okay, also ich habe jetzt verstanden, das ist eher sozusagen der Spaßfaktor, diese Trading-App, und da das Geld, was man über hat. Es ist jetzt nicht, um die Altersvorsorge zu regeln. Richtig. Wie sicher sind denn meine Anlagen? Ist das Geld futsch, wenn der App-Anbieter pleite macht? Überhaupt nicht. Das ist das Schöne, das sollten wir generell bei Börseninvestitionen wissen. Das ist Sondervermögen. Das heißt, wenn die Bank pleite geht, wenn die App pleite geht, das ist ganz egal. Denn unser Geld liegt ja in den Unternehmen, in die wir investieren. Also nur, wenn das Unternehmen pleite geht? Unternehmen pleite geht, genau. Wenn Sie die Apple-Aktie kaufen und Apple ist pleite, dann ist Ihr Geld weg. Ansonsten nicht. Solange die App im europäischen Rechtsrahmen registriert ist. Das ist so eine Kleinigkeit, da sollten Sie ins Impressum schauen. Das sind aber die meisten. Datensicherheit fände ich noch ein Thema. Wie sieht es damit aus? Selbes Thema wie die Frage nach der Pleite. Also europäischer Rechtsrahmen sollte gewährleistet sein, sonst haben wir da also ein Problem. Und dann unterliegen die aber eben auch den deutschen Datenschutzbestimmungen. Das heißt, da würde ich mir auch nicht zu viele Sorgen machen. Okay. Wir hatten am Anfang so ein bisschen technische Schwierigkeiten bei einigen der Trading-Apps, wie das einfach ist, wenn Apps neu auf den Markt kommen. Aber auch die haben sie eigentlich mittlerweile gut aussortiert. Also das passt. Danke, Frau Müller. Sehr gerne. Sehr spannendes Thema. Also, Trading-Apps sind was für Börsenkenner und vielleicht ist das Handy ja auch gar nicht so das ideale Gerät für den Börsenhandel, denn damit kann man schnell und im Affekt handeln. Für Aktien sollte man aber eher einen langen Atem haben, haben wir gehört.